Hallo und herzlich willkommen hier bei mir in Carinas Kochecke. Heute machen wir wieder etwas sehr Leckeres und zwar mal was mit Reis. Es gibt eine leckere Reispfanne mit viel Gemüse und Ei. Wenn ihr das Ei weglasst, habt ihr sogar ein veganes Gericht. Ab und zu koche ich ganz gerne mal vegetarisch, es muss ja auch nicht immer Fleisch dabei sein. Wie ich das Gericht heute zubereite, das zeige ich euch jetzt. Ja, und dann würde ich jetzt einfach mal sagen, auf geht's! Für das heutige Rezept benötigt ihr folgende Zutaten: Erbsen, am besten TK-Ware, Parboiled-Reis, 2 Möhren, eine Zwiebel, 2 Paprikaschoten nach Wahl, 2 kleine Knoblauchzehen und 4 Eier. Alle Zutaten mit Mengenangaben schreibe ich euch wie immer in die Videobeschreibung. Als erstes erhitzen wir Öl in einer Pfanne. Ich habe hier Rapsöl genommen, ihr könnt aber auch jedes andere Öl verwenden. Dann fügen wir die in Stifte geschnittenen Karotten dazu. Die lassen wir jetzt für 5 Minuten auf mittlerer Hitze schön braten. Zu den Karotten geben wir jetzt die in Streifen geschnittenen Paprikaschoten. Die lassen wir jetzt auch nochmal schön für 3 Minuten mit braten. Gelegentlich solltet ihr dabei umrühren. Die Zwiebeln, die habe ich in Streifen geschnitten und gebe sie jetzt zum Gemüse dazu. Die lassen wir jetzt für 3 bis 4 Minuten schön mit glasig braten. Und jetzt wird das Ganze erst einmal gewürzt. Ich würze hier mit einem Teelöffel Paprika edelsüß, reichlich Salz, Pfeffer nach Geschmack, je nachdem wie scharf ihr es haben möchtet, und etwas Kurkuma. Ich nehme bei Kurkuma meist so einen Teelöffel. Dann das Ganze einmal kurz gut durchrühren. Die 2 Knoblauchzehen, die drücke ich jetzt durch meine Knoblauchpresse direkt zum Essen dazu. Das Ganze wird dann nochmal gut durchgerührt und sollte jetzt für ungefähr 2 bis 3 Minuten noch schön braten, damit die Gewürze und der Knoblauch später dem Gericht die gewisse Würze verleihen können. Dabei solltet ihr dann nur gelegentlich mal durchrühren. Wenn alles gut angebraten ist, gebe ich eine Tasse von dem Parboiled-Reis dazu. Den lasse ich jetzt erst einmal für 2 bis 3 Minuten mit dem Gemüse zusammen braten. Dabei sollte immer mal wieder zwischendurch umgerührt werden. Und jetzt rühren wir die Gemüsebrühe an. Dazu nehme ich die Tasse, in der vorher der Reis war, und gebe erstmal einen Teelöffel von der Gemüsebrühe hinein. Dann fülle ich die Tasse mit kochendem Wasser auf und gebe sie zu dem Reis und Gemüse dazu. Auf eine Tasse Reis verwenden wir 2 Tassen von der Brühe. Also rühre ich jetzt nochmal eine Tasse Gemüsebrühe an und gebe sie wieder zum Reisgericht dazu. Dann machen wir den Deckel drauf und lassen das Ganze bei niedriger Hitze für 12 Minuten vor sich hin köcheln. In der Zwischenzeit können wir schon mal die Eier vorbereiten. Falls ihr das Gericht lieber vegan halten möchtet, lasst ihr die Eier einfach weg. Insgesamt benötigen wir für unsere Reismenge 4 Eier. Ich habe hier Eier der Größe M genommen. Dazu gebe ich dann 2 so kleine Packungen von Dosenmilch. Würzen tue ich in diesem Fall die Eier nur mit einem Schuss Sojasauce, denn in der Sojasauce ist so viel Würze drin, da braucht man weder Salz noch sonstige Gewürze. Jetzt wird die Eimasse mit einer Gabel noch schön aufgeschlagen und miteinander verquirlt. Nachdem die Reispfanne 12 Minuten lang vor sich hingeköchelt hat, rühren wir das Ganze einmal durch und man sieht, dass die Flüssigkeit komplett aufgesogen ist. Und genau so sollte es jetzt auch aussehen. Und nun geben wir unsere tiefgefrorenen Erbsen mit zu der Reispfanne.
Die Erbsen, die rühren wir jetzt richtig schön in unsere Reispfanne ein. Und die Erbsen brauchen auch nur wenige Minuten, bis sie gar sind. Deshalb machen wir jetzt nochmal den Deckel drauf und lassen es nochmal für 3 bis 4 Minuten bei niedriger Hitze garen. Und jetzt sollten wir unser Gericht erst einmal abschmecken. An meinem Gericht fehlt noch ein bisschen Salz und Würze. Deshalb werde ich jetzt Sojasauce dran geben. Das kann ich auch wirklich nur jedem empfehlen. Denn die hat genug Würze, da braucht man gar nicht viel an anderen Gewürzen nachzuwürzen. Die Sojasauce, die rühre ich jetzt noch einmal schön ins Gericht ein. Dann natürlich nochmal abschmecken und ich bin sehr zufrieden. Als letzten Schritt kommt jetzt die Eimasse zu unserem Gericht. Wenn ihr es vegan essen möchtet, lasst ihr die Eimasse einfach weg. Dann ist euer Gericht schon fertig. Den Herd, den solltet ihr jetzt schon ausschalten, denn die Eimasse, die sollte jetzt nicht mehr zu lange im Gericht verweilen. Kurz stocken lassen und ein bisschen unterrühren. Das Ei, das sollte nur für 2 bis 3 Minuten jetzt noch mitbraten, damit es nicht zu trocken wird. Wenn es dann so aussieht wie hier bei mir, hat es genau die richtige Konsistenz und schon können wir es auf einem Teller anrichten. Sieht das nicht lecker aus? Ein tolles, einfaches, schnelles und gesundes One-Pot-Gericht. Was will man mehr? Ja, ich hoffe, mein Rezept hat euch heute wieder gefallen. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch mit dabei wärt. Hier bei mir in Carinas Kochecke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!